zusammen, herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne eine Tischgirlande zeigen, die jetzt für den Advent und für Weihnachten. Dazu brauchen wir dann halt einen Bambusstab und ein paar Holzstäbe, ein bisschen gemischtes Grün, Dekoartikel, eine kleine Lichterkette, auch Kerzenhalter und Kerzen natürlich, Wickeldraht, ja, und so verschiedenes Dekomaterial. Ihr werdet euch wundern, warum ich jetzt einen Bambusstab ausgesucht habe und nicht nur so Naturhölzer. Das ist ganz wichtig, weil der schrumpelt nachher nicht mehr. Wenn es warm wird in unseren Wohnungen, werden die nachher trocken, diese Äste, und werden dünner. Und dann würde uns das Ganze dann wackeln. Aus dem Grund ist immer ein fester Stab dabei drin. Und dann kann man die anderen da drauf binden. Das wird nachher trotzdem ganz fest, aber es kann uns nicht verrutschen nachher, wenn das trocken ist. Das ist der einzige Grund dafür. Und ich mache das so ein bisschen in verschiedenen Längen. Ich wickel mir das erstmal zusammen. Ganz fest, das ist wichtig, dass ihr das gut anzieht. Wie gesagt, im Warmen trocknen nachher diese Äste ein und dann gibt es vielleicht Probleme, das wollen wir ja nicht. So, das muss nicht bis ganz unten dann ausgehen, aber so, dass wir einfach diesen festeren Untergrund haben. So hat es dann eine gute Auflage für unser Reisig. Und das verknote ich hier einmal und gehe wieder zurück. Jetzt lege ich halt mein Reisig an. Ich habe jetzt so einen schönen Junipermus, das ist eine Zypressenart hier und schöne normale Nordmantanne. Und das lege ich jetzt hier etwas die Zweige rechts und links an. So, dass es vorne eine schöne Spitze ist. Meistens langt, wenn wir so zwei so Spitzen praktisch anlegen, so dass man halt seitlich diese Stäbe nicht sieht. Das ist wichtig. So viel müsst ihr halt drauflegen. Und dann zwischendurch praktisch diese Zypresse rein. Das gibt es dann ein bisschen einen helleren Farbton. Könnt ihr natürlich auch andere Zypressen nehmen oder Taxus und so. Da könnt ihr ganz verschiedene Zweige dazu nehmen. Kiefern auch. Also das kann man sehr schön mischen. Wenn er zu lang ist, einfach mal zwischendurch abschneiden. Ja, dann hat man das ein bisschen hier für die Seite auch noch. Ich habe extra diese schönen Spitzen ausgeschnitten von einem großen Ast, dass wir praktisch nur diese Kopfspitzen haben. Ihr seht, das geht relativ schnell. Man kann das natürlich viel länger machen, das ist ganz klar, aber so diese Länge, das reicht für einen normalen Tisch aus. Und die Nordmantanne hält auch sehr gut, also die rieselt nicht gleich im Warmen. Und
Diese Zypresse auch, die trocknet dann zwar ein, aber sieht nicht hässlich aus. Ihr seht, ich bin schon fast am Ende. Das ging doch relativ schnell jetzt. Das Endstück, da mache ich jetzt eins dagegen von diesen Zweigen. Und zwar lege ich das da drunter, dass ich praktisch am Ende auch eine sehr schöne Spitze habe. So. Und jetzt kann ich da noch mit so kleinen Zweigen diesen Abschluss machen. Die kürze ich mir dann auch ein. Ihr seht, das ist jetzt ringsrum alles schön zu. Man sieht das von dem Unterbau gar nichts mehr. Schon ist meine Girlande fertig. Das Ende des Drahtes stecke ich wieder in diese Bindestelle rein, dass man sich dann nicht verletzt. Und jetzt seht ihr, wie schön das jetzt aussieht und der Länge nach. Und jetzt kann ich hergehen und die Sachen ausschmücken. Also jetzt das Grün. Ich habe jetzt so verschiedene Sachen zurechtgemacht. Das sind Früchte des Amberbaums hier. Das sind kleine Lotus und das klebe ich jetzt alles da rein. Klebestick sollte man vielleicht auch rein tun. So. Einfach zwischen rein ins Grün kleben. Immer die Fäden ein bisschen gleich abziehen. Das sind jetzt gebleichte Amberbaumfrüchte. Die gibt es natürlich auch in Natur, die sind dann braun. So, und dann seitlich auch rein. Mit der Klebepistole halt immer gut aufpassen, weil das ist sehr heiß und es gibt sehr starke Verbrennungen an den Fingern und Blasen. Also das ist ganz gefährlich. Vor allen Dingen, wenn Kinder in der Nähe sind, immer aufpassen. So, jetzt habe ich hier noch kleine Pilzchen. Die haben so einen kleinen Drahtstiel. Und die kann ich dann so dazwischen reinstecken. Die brauche ich nicht kleben. Fliegenpilze sind ja wieder ganz hoch im Kurs. Dann passt das jetzt für unsere Tischdeko auch ganz gut. Kann man natürlich auch mit kleinen Zapfen und so viel. Also das, was ihr an Dekorationsmaterial zu Hause habt, könnt ihr gut dazu verwenden. Und dann kleine Kugeln habe ich hier noch. Da mache ich jetzt nicht so viel rein. Es ist nur, dass so ein kleiner Glanzpunkt dazwischen drin ist.
ich hier noch so ein bisschen Eicheln, die Hütchen davon. Die verarbeite ich auch sehr gerne, das sammle ich alles im Herbst. Und jetzt kommt das alles zum Tragen. Das sind meine Bucheckern hier. Das mag ich auch sehr zum Verschaffen, die kleinen Hütle der Buchecker. Einfach so ein paar Sachen da rein. Und wie gesagt, es sammelt sich ja im Laufe der Jahre immer so viel Kleinkram zu Hause an. Das kann man dann alles bei so einer Tischgirlande verwenden. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit Kerzen zu versehen. Dazu gibt es diese einfachen Halter zum Stecken. Und jetzt versteht ihr auch, warum wir so eine starke Unterlage brauchen. Sonst halten uns diese Nadeln nicht in der... Ja, da braucht man ein bisschen Kraft, dass man da durchkommt. Das ist also eine Möglichkeit mit diesen Kerzenhaltern. Ja. Augenmaß ist auch immer wichtig, dass man den richtigen Abstand hat. Das ist kein Fehler. So. Der ist mir hier noch zu wackelig. Das sind jetzt einfache Stabkerzen, aber ich möchte euch gerne noch zeigen, wie das mit so einer Lichterkette funktioniert. Das kann man zusätzlich machen zu den Leuchtern, wenn ihr Lust habt, oder nur diese Lichterkette. Das ist natürlich dann weniger Gefahr auf dem Tisch, gerade wenn kleine Kinder oder Enkelkinder da sind, die dann an den Kerzen spielen. Das ist dann nicht so gut. Aber so könnt ihr das jetzt drumherum wickeln. Einfach drumherum. Das ist jetzt eine sehr lange Lichterkette, aber das macht nichts. Umso üppiger leuchtet es uns nachher. Und wo geht das Ding an? So. Und ihr seht, hier können wir zusätzlich diese Kerzen dazu reinmachen. Na, der will nicht stehen bleiben. Also da könnt ihr jetzt natürlich auch noch frische Sachen reinmachen, wie kleine Ilex-Bärchen und sowas, das geht auch, oder kleine Äpfelchen. Das kann man alles noch dazu reinarbeiten. Die Äpfelchen, die lege ich immer gerne rein, einfach nur so, weil wenn die dann mal faulen, dann kann man sie einfach so entfernen. Weil das sind halt frische Zieräpfelchen und die halten natürlich jetzt nicht 4 Wochen im Warmen, aber so bringt das einfach noch mal ein bisschen Farbe da rein.
So. Die Kerzen doch immer schön aufstellen, wenn die Gäste kommen, dass es dann schön aussieht. Hier habe ich noch ein bisschen Lunaria. Das ist dieses Silberblatt. Auch das lässt sich sehr schön dazu verarbeiten. Die Hüllblätter wegmachen und dann könnt ihr das da immer noch so zwischen rein oder auch einzelne Blättchen da reinarbeiten. Man braucht da gar nicht viel dazu. Jetzt bei den Kerzen immer ein bisschen darauf achten, wenn die Leuchter dann, also die Halter zu weit sind, dann einfach ein bisschen Aluminiumpapier reindrehen. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt, wie man das befestigt. So, das war's heute schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.